Macht eine Fahrzeugaufbereitung und Lackversiegelung vor dem Winter Sinn? Heute geht es um Teil 3, das Ergebnis und das Fazit. In den ersten beiden Teilen haben wir uns angeguckt, wie wir ein Fahrzeug vor dem Winter aufbereiten und versiegeln, beziehungsweise welche Versiegelung Sinn macht und was man sich davon versprechen kann. Heute wollen wir uns bei dem Auto hinter mir mal anschauen, ob wir einen Unterschied zwischen der aufbereiteten und versiegelten Seite und der nicht aufbereiteten und nicht versiegelten Seite sehen. Das Fahrzeug hat ein bisschen über 1000 Kilometer jetzt runter. Wir haben jedes Wetter durch, Schnee, Regen, Eis, Matsch, Autobahnfahrten, Stadtfahrten, Überlandfahrten. Also in dem einen Monat hat das Fahrzeug viel mitgemacht. Ich bin auch, wie gesagt, knapp 700 Kilometer Autobahn gefahren, habe da auch ein paar Bilder gemacht und heute wollen wir uns mal anschauen, wie das Ergebnis ist und wie man ein gewachstes Auto vernünftig waschen kann, damit das Wachs möglichst lange erhalten bleibt und der Lack auch in dem guten aufbereiteten Zustand bleibt. Ich würde sagen, wir legen los. Und bevor ich jetzt wirklich loslege, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da gibt es noch was zu gewinnen. Wir gucken jetzt einmal im dreckigen, nassen Zustand, es hat heute den ganzen Tag geregnet, den Wagen einmal an. Also wir sehen auf jeden Fall auf der Haube eine schöne Kante zwischen dem aufbereiteten und versiegelten Teil und dem nicht behandelten Teil. Auch wenn die Perlen jetzt nicht mal perfekt rund sind, weil das Auto einfach dreckig wurde, sehen wir auf jeden Fall eine deutliche Kante. Und auch wenn wir an die Seiten rangehen, kann man ganz gut erkennen, dass die Seite, die versiegelt ist, gerade im oberen Bereich wirklich noch schön perlt. Es wird nach unten immer ein bisschen schwächer, klar, weil da der klebende Dreck ist. Wir haben dort Bremsstaub, der von den Felgen quasi nach hinten fliegt und halt auch den ganzen Matsch, der gerade bei der Autobahn hochgewirbelt wird. Also hier auf jeden Fall eine Performance, die nachlässt, aber wir werden bei der Wäsche sehen, ob das Wachs das trotzdem überlebt hat. Gerade beim Dach, ähnlich wie bei der Motorhaube, wir haben einen extremen Unterschied zwischen einer Wasserlache und immer noch einer guten Perlenbildung. Das hat man auch bei der Fahrt vorhin her gesehen. Es hat, wie gesagt, die ganze Zeit geregnet und die Seite, die versiegelt war, war relativ trocken die ganze Zeit, während die andere Seite halt komplett nass war. Am Heck zieht es sich einmal so rundum durch und dann hier rüber zur unversiegelten Seite. Da sieht man, dass wir einfach komplett Wasser auf dem ganzen Auto haben, auch auf den Seiten. Die sind deutlich nasser als die andere Seite. Deswegen haben wir da im nassen, nicht gewaschenen Zustand auf jeden Fall einen Unterschied. Wie gesagt, ich blende euch hier auch mal Bilder ein von dem Auto auf der Autobahn. Ich bin zwischendurch zweimal angehalten, einmal auf der Hälfte des Hinwegs und einmal auf der Hälfte des Rückwegs und habe mal ein paar Bilder gemacht von dem Dreckzustand. Da war es zum Glück nämlich trocken. Es war eisig und so ein bisschen Schneematsch, aber es war trocken und da sieht man einen ganz guten Unterschied zwischen den beiden Seiten. Und jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, wie wir bei der Wäsche vorgehen und auch, ob wir nach und bei der Wäsche einen Unterschied zwischen den beiden Seiten sehen. Was ich gerade noch vergessen habe, die Felgen sind jetzt erstmal auf den ersten Blick kein großer Unterschied von der Verschmutzung. Sie sehen beide Seiten relativ gleich dreckig aus, aber auch das wollen wir uns jetzt mal angucken. Wir starten erstmal damit, das ganze Auto nur mit dem Hochdruckreiniger abzuspülen und da mal zu gucken, sehen wir schon beim schmutzigen Zustand mit dem Hochdruckreiniger einen Unterschied. Vielleicht als Basic nochmal für alle, die noch nicht so lange zuschauen, was bringen mir eigentlich diese Perlen? Für viele sehen sie einfach schön aus, aber das ist nicht der einzige Zweck. Durch diese Perlen oder diese Perlen zeigen mir, dass das Wasser einen geringeren Kontaktwinkel zum Lack hat, weil es einfach runder sich formt. Und je geringer der Kontaktwinkel ist, desto besser kann das Wasser ablaufen und damit auch den Dreck wegnehmen. Deswegen ist die Perlenbildung, das sogenannte Beading, auch ein guter Indikator dafür, ob eine Versiegelung gut funktioniert. Dann gibt es noch den zweiten Indikator, das sogenannte Sheeting. Das beschreibt das Wasserablaufverhalten. Das werden wir hoffentlich gleich mit dem Hochdruckreiniger sehen. Geht im Endeffekt darum, wenn ein Wasserstrahl auf die Oberfläche trifft, wie gut läuft das Wasser ab. Und je besser das passiert, desto besser kann natürlich auch Schmutz weggespült werden und auch dabei nicht haften. Desto besser hält die Versiegelung und desto leichter sollte unser Auto zu waschen sein und desto weniger dreckig sollte es auch werden. Die Vorwäsche ist jetzt soweit durch. Das Auto ist schon mal deutlich sauberer. Selbst der nicht versiegelte Bereich fängt schon wieder an
zu perlen wäre übertrieben, aber auf jeden Fall die Wasserlachen kleiner werden zu lassen. Aber jetzt kommt mal mit, jetzt seht ihr auch, warum eine Handwäsche extrem wichtig ist. Weil hier oben, wo der normale Schmutz ist, kann das Wachs super widerstehen. Das hat es geschafft, im Rahmen zusammen mit der Vorwäsche sieht es schon mal alles super aus. Aber hier im unteren Bereich, da wo eben der Straßenschmutz direkt hochgeschleudert wird, wo der Flugrost dazu kommt, da haben wir immer noch eine Wasserlachenbildung. Und die, selbst bei einer Keramik, muss die von Zeit zu Zeit frei gewaschen werden. Bei jeder Versiegelung, die schwächer ist, sowieso. Und wir werden jetzt mal die Handwäsche machen und hoffen und denken, dass es dort dann auch wieder perlen wird. Das schauen wir uns dann danach an. Bei der Handwäsche verwenden wir die Multi-Wash-Method. Also wir arbeiten mit mehreren Waschhandschuhen und nur einem Eimer, sodass wir nie Kontakt zwischen Schmutzwasser, einem Handschuh und den Lack haben. Dass wir immer, wenn wir wirklich einen Bereich fertig gewaschen haben, der Handschuh schmutzig ist, einen neuen Handschuh nehmen. Das ist einfach die größtmögliche Schonung. So werden wir jetzt hier vorgehen. Das zeigen wir euch und danach sehen wir uns zum Ergebnis wieder. Bei den Felgen haben wir gesehen, dass die während der Wäsche natürlich geperlt haben. Vom Reinigungseffekt war es jetzt kein großer Unterschied, ob sie versiegelt waren oder nicht versiegelt waren. Das habe ich auch schon fast erwartet, denn eine Keramik bei der Felge, also eine keramische Felgenversiegelung, bringt erst richtig Vorteil über längere Zeit, weil dann unter Hitze einwirkender Dreck, lang einwirkender Dreck einfach leichter zu entfernen ist. Man keinen Felgenreiniger braucht, damit Material, Chemie und auch Geld spart. Von daher jetzt, sage ich mal, kein extrem sichtbarer Vorteil. Die waren natürlich leicht zu reinigen, die anderen waren aber auch relativ leicht zu reinigen. Das war tatsächlich noch zu frisch. Im Großen und Ganzen aus Erfahrung lohnt sich eine Felgenversiegelung auf jeden Fall für Leute, die viel fahren, die viel Autobahn fahren und die einfach keinen Bock haben, ihre Felgen selbst aufwendig sauber zu machen. Und gerade bei kleinspeichigen Felgen macht sowas wirklich Sinn. So, Zwischenfazit. Also wir haben gesehen, im trockenen Zustand auf der Autobahn war die Performance deutlich besser. Im nassen Zustand war die Performance deutlich besser. Beim Waschen war die Performance deutlich besser. Und erst nach der Wäsche sehen wir auch immer noch einen 100%igen Unterschied. Also mein Fazit, eine Aufbereitung lohnt sich sowieso, weil der Lack einfach aufgehübscht wird und besser aussieht, und eine Versiegelung lohnt sich auf jeden Fall, weil das Auto einfach diesem harten Winterschmutz widerstehen kann. Wir haben jetzt natürlich kleine Schwachstellen hier und das hatte ich von vornherein schon gesagt, das haben wir beim Abspülen gesehen. Jetzt ist die Wasserlache abgelaufen, aber hier im unteren Bereich, wo gerade der Bremsstaub klebt, haben wir das Problem, dass da sich Wasserlachen eher bilden. Ich glaube gar nicht mal, dass das Wachs da runter ist. Ich glaube einfach, dass es stark verschmutzt ist. Und jetzt würden wir das Risiko haben, wenn wir da jetzt mit einem sauren Reiniger zum Beispiel rangehen, wie bei einer Keramik oder mit einem Flugrostentferner, der den Bremsstaub entfernen kann, dass wir das Wachs damit entfernen oder schwächen. Deswegen, wie gesagt, Nonplusultra haben wir im letzten Video schon besprochen, wäre eine Keramikversiegelung vom Schutz. Bei einem Wachs ist es aber immer noch ein sehr gutes Ergebnis und eine gute Performance. Ich empfehle euch aber, nichtsdestotrotz auch so ein Wachs regelmäßig aufzufrischen. Dafür könnt ihr Nassversiegelungen nehmen, wie das Koch Chemie Protector Wax zum Beispiel. Das zeige ich euch hier auch nochmal einen Trick, wie wir es ganz schnell auftragen, ohne Fleckenbildung und in extrem schneller Zeit. Oder ihr nehmt beim trockenen Quick Detailer, einfach um dieses Wachs immer wieder ein bisschen zu boostern, damit ihr damit gut über den Winter kommt. Das kann man auch jedes Mal bei jeder oder jeder zweiten Wäsche machen. Das ist für mich absolut meine Empfehlung. Das machen wir jetzt noch, dann werdet ihr sehen, die Performance wird nochmal besser. Denn wir wollen euch nochmal zeigen, wie es das Trocknen erleichtert, wenn das Auto versiegelt ist. Deswegen würde ich jetzt einmal zeigen, bevor wir es anwenden auf der Haube, gehe ich mal mit Druckluft drauf und zeige euch die Performance beim Trocknen nur vom Wachs. Dann behandeln wir das halbe Auto damit und dann trocknen wir das Auto komplett.
Das Auto ist jetzt trocken und fertig gewaschen. Ich hoffe, wir konnten euch in dem Video unsere Waschmethode bei gewachsenen und sprühversiegelten Autos zeigen. Insgesamt ist das Fazit, denke ich, eindeutig. Habe ich schon im nassen Zustand was zu gesagt. Das hat sich jetzt nochmal bestätigt. Ihr konntet, glaube ich, gut sehen, wie die Seite, die überhaupt nicht versiegelt war, schwer zu trocknen war. Mit Druckluft war es extrem müßig. Würde man natürlich auch nicht machen in dem Fall. Auf der anderen Seite ging es super fix. Wenn man das ganze Auto so versiegelt hat, dann braucht man fürs Trocknen auch nicht allzu lange. Von daher mein Fazit aus dieser Videoserie: Autoaufbereitung und Lackversiegelung vom Winter macht definitiv Sinn. Egal was man drauf macht, ob es eine Sprühversiegelung, Wachs oder Keramik ist, es bringt auf jeden Fall einen optischen Effekt und auch einen Effekt in der Reinigung. Selbst das Wachs konnte 1000 Kilometer Winterdreck ohne Probleme trotzen, ging mit einer Wäsche super frei zu waschen und hat gut performt. Ich konnte die Frage auf jeden Fall für mich beantworten. Ich hoffe für dich auch. Falls nicht oder falls du trotzdem Lust drauf hast, verlosen wir jetzt noch zusammen mit Kochchemie einen Workshop für 3 Personen bei uns hier in der Halle, bestehend aus Waschen, Polieren, Versiegeln. In dieser gesamten Serie geht nicht nur um den Winter, sondern allgemein um das Thema. Also wenn du Bock hast mitzumachen, schreib einfach in die Kommentare #Kochchemie und du bist dabei. Verlosung, Teilnahmebedingungen, alles weitere findest du unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn du mitmachst und wir uns hier persönlich bei uns in Berlin sehen. Den Zeitraum bestimmen wir dann auch gemeinsam. Wie gesagt, guck einfach in der Videobeschreibung, da steht noch alles weitere drin. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere gerne den Kanal und drück auf die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!